Also ich habe immer gleichzeitig, also bei bestimmter Musik habe ich plötzlich einen Geschmack im Mund oder ich rieche plötzlich ein Bild oder ich bin komisch veranlagt. Ich habe also, das geht bei mir oft von einem Medium ins andere und das war auch der Hauptgrund, weshalb es mich so interessierte, die ganzen Künstler zusammenzubringen aus allen Sparten. Wir haben ja Musiker, Bildhauer, Maler, Architekten, wir hatten sie ja alle im Atelier, Philosophen, weil ich immer spürte, es ist eigentlich ein verschiedener Ausdruck derselben Impulse. Wir waren alle bewegt von einer Art von Fühl- und Denkweise. Auf jeden Fall war die sehr experimentell und hat dem Bestehenden nicht gehuldigt. Also sagen wir mal, man könnte es fast als Terrorismus bezeichnen. Was wir damals in der Kunst machten, ist eigentlich Terrorismus gewesen. Nur ist es harmlos, ob du ein Klavier zersägst oder eine Geige zertrümmerst, dann hörst du den Klang und erfreust dich dran oder wunderst dich, was für Klänge aus einem kaputten Klavier noch kommen. Aber du hast eigentlich es nicht übersetzt ins Politische. Wir haben eigentlich Terror getrieben. Und das war die einzige Möglichkeit nach einem Scherbenhaus von Krieg, wo nichts mehr übrig war. Es war alles zertrümmert. Es gab nichts, was wir, sagen wir mal, geschichtlich wo wir uns beziehen konnten, hätten geschichtlich darauf beziehen. Es war alles zertrümmert. Die Häuser waren kaputt, die Museen kaputt, Bücher gab es nicht, Zeitschriften gab es nicht. Es war einfach nur alles Ziegelsteine, die man wieder abklopfte, den Mörtel befreite und versuchte, sich daraus was neu zu bauen. Nach dem Krieg fing etwas ganz Neues an. Da wurde nichts abstrahiert, sondern man fing mit dem Gebrösel an. Also meine ganzen frühen Pünktchenbilder, da ist nichts, das will nichts, das hat keine Ikonografie. Das ist einfach nur gebröselt, dann allerdings auf minutiöse Weise gebröselt und es sieht erst aus wie gepunktet und wie hingeschmiert oder wie taschistisch und wenn du genau hinguckst, sind da ganz viele Pünktchen minutiös aufeinander gebaut. Deshalb nannte Max Bill das auch konstruktiven Taschismus. Und alles das traf sich halt in meinem Atelier in den 60er Jahren. Das heißt, im Grunde waren es nur 2 Jahre, 60 und 61. Und daraus entstand für alle Künstler, die sich da zusammenfanden, die schliefen in der Badewanne, auf den Matratzen, in den Hängematten, alles, was wir da nur hatten. Denn Hotels hatten wir nicht, waren auch zu teuer, obwohl man das ging damals noch, aber hatten wir nicht. Geld hatten wir auch nicht, gehungert haben wir alle. Aber wir waren von einem sprühenden Ideenreichtum und wahrscheinlich waren das auch Hungersyndrome, aber wir haben uns inspiriert gegenseitig. Also ich lese mal vor. Dieser Plan ist entstanden im Kompositionskurs von Karl-Heinz Stockhausen bei den internationalen Ferienkursen für neue Musik in Darmstadt. Heute würde ich das Mindfuck nennen. Die Amerikaner nennen das Mindfuck. Ne? Das heißt, wir waren so unglaublich im Kopf und haben uns aber dadurch so inspiriert und da entstanden auch großartige Werke draus. Aber das ist eigentlich egal. Verzeih dem Künstler seine Inspiration. Damals haben wir uns so inspiriert. Während die Kunst, die Maler eigentlich immer aus dem Bauch rausgearbeitet haben oder die Konstruktivisten aus dem Mathematischen, ist das ja noch ein Schritt weiter. Umgreifen, also sagen wir so viel wie möglich umgreifen und zusammenziehen in ein Objekt dann. Kannst du auch Denkobjekt nennen oder kannst du einen Zustand nennen für eine Zeit, in der ich da mal halt tätig war. Und wenn das nicht einer Kunst genannt hätte, dann hätte ich irgendwo überall Gedenkkästen rumstehen gehabt und hätte, was weiß ich, aber es hat dann einer Kunst genannt und verkauft und dann fing das Business an. Und dann habe ich natürlich auch jeden Schritt nicht nur einmal gemacht, dann kamen die Galerien und die wollten natürlich dann Wiederholungen und die wollten dann, dass man halt mehr macht, weil sie verkaufen. Sonst gibt es eigentlich für einen Künstler keinen Grund, eine Arbeit zweimal zu machen oder einen Gedanken zweimal künstlerisch zu erarbeiten. Das ist das Typische des Kunstbetriebes. Wo wir alles zunächst mal zerstörten und in Frage stellten. Das heißt, nichts akzeptierten, was man so tat oder was der Rahmen war oder was Kunst genannt wurde. Deshalb gibt es aus diesen frühen 60er Jahren sehr viele Ausbrüche. Das ging dann in den Happenings weiter, es ging dann in den Selbstdarstellungen, nannt man dann Performances weiter, es ging dann bei den Österreichern bis zur Selbstzerfleischung, dass sie sich also Selbstverletzung zugefügt haben, weil sie eigentlich auch, was können wir noch Kunst nennen, was können wir noch zur Kunst erklären? Das war schwierig. Marcel Duchamp hatte sein Pissoir schon auf eine Skulptursockel gestellt, also was kann man jetzt noch weiter zur Kunst erklären? Und das Publikum war sprachlos, stand sprachlos davor, weil es überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was wir wollten. Wir wollten
das ausloten. Was können wir noch zur Kunst erklären? Was können wir... Und einmal wurde John Cage gefragt, das war bei mir im Atelier, als wir ein Konzert hatten, is this art? Da sagte er, what else should it be? Eine großartig einfache Antwort. Ist das Kunst? Was soll es denn sonst sein? Es hat keine andere Funktion. Es geschieht in einem künstlerischen Zusammenhang. Es geschieht in einem Zusammenhang, wo man Kunst erwartet. Wenn also zum Beispiel bei dem Musikstück von Cage, glaube ich, 4,5 Minuten Stille, David Tudor mit Frack, elegant angezogen, sich an den Flügel setzt, den Flügel aufmacht und Stille vor diesem Flügel sitzt und wir alle 4,5 Minuten, das ist eine lange Zeit, äußerst gespannt warten, was jetzt passiert. Und dann er den Deckel wieder zumacht. Dann hast du zum ersten Mal so intensiv Stille mitverfolgt, weil du ja was erwartet hast. Und du hast plötzlich gemerkt, was ist denn alles hier? Du hörst ja plötzlich deinen eigenen Atem, du hörst den Nachbarn, du hörst alles, weil du ja hören willst und es kommt nichts vom Klavier. Also hörst du alles andere. Das heißt, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Das kannst du auch nur einmal haben. Aber so ein Erlebnis hat dir dann Cage mit seinem Stück in die Erlebniswelt gezaubert, in die musikalische. Da hat Cage und Tudor viele Aufführungen gemacht. Christian Wolff, Brown, Helms hat dort gelesen und vor allen Dingen hat Pike seine ganzen ersten Performances da gemacht. Die Klavierzersägungen oder es gab ein Konzert, da hat er in eine Scheibe reingeschlagen und wie die dann runterklirrte. Allein das Geräusch von dem Klirren und er ging mit einer blutenden Hand raus und man wusste nicht, war das jetzt Absicht, war das nicht Absicht. Wir saßen etwas gebannt auf den Hockern, etwas beunruhigt, weil was geht's jetzt weiter? Und dann rief er telefonisch an und sagte, the concert is over. Nicht? Und das war aber laut, hatte er vorher einen Lautsprecher dran gemacht. Das wusste ich aber nicht ganz. Telefon, the concert is over. Also das sind Effekte, nachdem er auch vorher das Klavier zersägt hat und hinter dem Klavier, er lag wie ein Soldat hinter dem Klavier, was umgestürzt war und man sah aus, als würde er mit einem Maschinengewehr schießen oder sich in Deckung begeben und das Tonband nudelt irgendwelche koreanischen fürchterlichen Kriegsgeschrei oder ab. Also das ging schon unter die Haut. Es war sicher also ein pazifistischer Beitrag zum ganzen Kriegsgeschehen von Pike, aber so grauenhaft nachgemacht, dass während der Probenzeit, wo wir mit verhängten Fenstern probten, da waren auch also Schweine, die oder waren vielleicht hungrige Schweine, auf jeden Fall ein fürchterliches Gebrüll von Schweinen und Gequieke. Und dann kam die Polizei, weil sie dachte, bei uns werden Leute abgestochen. Und dann kam die Polizei bei uns rein und sah dann einen kleinen Japaner mit Tonbändern und mich, lange, dünne Frau, Mädchen, und sagen, was ist denn hier los? Ja, wir üben. Ja, die haben nur den Kopf geschüttelt, sagen, können Sie das vielleicht bei der Stadt anmelden, was hier passiert? Wir haben lauter Anrufe, aber hier würden also, was weiß ich, Massaker stattfinden. Ne?